Ja, ich heiße Peter Uhrig und habe seit 1. Januar 2024 den Lehrstuhl für digitale Linguistik mit dem Schwerpunkt Big Data, wie das etwas sperrig auf Deutsch heißt, auf Englisch Big Data Linguistics. Und der Name soll hier natürlich Programm sein, das heißt, wir analysieren große Datenmengen, um linguistische Fragestellungen zu beantworten. Und dafür brauchen wir natürlich KI-Tools, weil große Datenmengen händisch durchzuschauen einfach nicht möglich ist. Für mich, ich habe zwei wesentliche Aspekte in der KI-Nutzung. Die eine Sache ist die Analyse von großen Datenmengen, also dass wir Sachen annotieren, automatisiert, zum Beispiel eben Videos, das ist mein spezielles Forschungsgebiet. Die zweite Sache ist in der Unterstützung für diese Tätigkeiten, das heißt zum Beispiel in der Unterstützung bei der Programmierung, Codegenerierung, dass man in der Lage ist, Skripte zu schreiben, die solche Aufgaben durchführen, für die man entweder das Wissen gar nicht mitgebracht hätte oder wo man sehr viel schneller wird, dadurch, dass man KI einsetzt und das Ding nicht von Neuem schreibt, sondern sagt, schreib mir ein Skript, das folgende Aufgaben erfüllt. Und dann steht das Grundgerüst und dann kann ich immer noch reingehen und kann sagen, okay, hier muss ich noch das und das ändern. Ich sehe, das sieht nicht diesen Fall, das geht natürlich, aber wir haben hier eine immense Effizienzsteigerung. Ich sehe zweierlei Dinge, die uns helfen können. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir mit Chatbots, die entsprechend feingetuned sind oder entsprechende Datenbanken hinten dran haben, einen sehr geduldigen Tutor haben, der im Prinzip Binnendifferenzierung erlaubt, wie die Didaktiker dazu, glaube ich, sagen. Das heißt, dass wir uns auf verschiedene Lernfortschritte dadurch einstellen können, dass eben je nachdem, wie gut der Student oder die Studentin die Sache schon gelernt hat oder was die jeweilige Person vergessen hat, dann einfach nachfragen kann und die, ohne dass sie Angst haben muss, dass sie blöd angeredet wird oder sowas, auch wenn wir das wirklich vermeiden in der Lehre, das muss ich ganz deutlich sagen, aber trotzdem haben ja Leute Hemmungen manchmal, sich vom Professor frei zu äußern und sich einzugestehen, dass sie was nicht wissen, vor der versammelten Mannschaft auch. Und da glaube ich, dass wir mit Chatbots ein echt großes Potenzial haben, Leute da genau zielgerichtet auf ihr Niveau hin zu unterstützen. Der zweite Aspekt ist meines Erachtens, dass wir in der Lage sind, unsere Lehre wieder forschungsnäher zu gestalten, weil die Methoden, die eingesetzt werden in der Forschung, die letzten Jahre sich rasant entwickelt haben. Das heißt, wir haben unheimliche Zunahme an statistischen Verfahren und Kenntnissen, die wir verlangen, die unsere Doktoranden in der Forschung einsetzen müssen, die wir aber im Curriculum tatsächlich in der Form oft nicht untergebracht haben und auch nicht unterbringen konnten, weil sie relativ komplex sind, weil man im Prinzip eine Programmiersprache, zum Beispiel R, das Statistiksystem, erlernen muss. Und das ist etwas, wofür gerade die Lehramtsstudenten keine Zeit haben normalerweise. Und trotzdem soll ja ein Lehramt-Gymnasium ein wissenschaftlicher und damit forschungsnaher Studiengang sein. Und jetzt werden wir in die Lage versetzt zu sagen, okay, du kannst dieses Programm vielleicht nicht selber schreiben, aber du kannst ChatGPT sagen, was das Programm tun soll. Und es wird dir einen Codevorschlag machen, der oft schon relativ gut das tut, was du haben willst. Und da sehe ich eine Chance, dass wir in der Lehre wieder zu dem, was wir in der Forschung machen, aufschließen können durch die Unterstützung der KI. Also Zugänglichkeit von Daten ist immer ein Problem, dann, wenn Urheberrecht oder Persönlichkeitsschutz oder Datenschutz eine Rolle spielt. Und da müssen wir unterscheiden. Bei Laboraufnahmen und solchen Sachen brauchen wir die Zustimmung der Probanden. Und die muss relativ weit gefasst sein, denn tatsächlich sind aktuelle Fragebögen im Moment oft so, Verarbeitung erfolgt nur auf Rechnern der Universität Erlangen-Nürnberg. Damit habe ich mich in vielerlei Hinsicht schon eingeschränkt.
Das ist zum Teil sinnvoll natürlich und wichtig, aber stört wieder dann, wenn ich einen Dienst nutzen will, der besser ist, als was wir hier selbst hosten können. Zum Beispiel eben gewisse Modelle wie ChatGPT, der in manchen Sachen dann besser ist als andere Modelle, die wir lokal hier haben. Da gibt es verschiedene Lösungen. Ich bin selber an einem Tool mit beteiligt gewesen. Über Google Summer of Code haben wir da einen Studierenden gehabt, der sich da dran gesetzt hat, von Google finanziert, ein Anonymisierungstool für Videos zu erstellen. Das heißt, dass wir mit KI das Gesicht austauschen und die Stimme verzerren oder eben so Strichfiguren generieren, je nachdem, welcher Anonymisierungsgrad gewünscht ist. Und damit, je nach Fragestellung zumindest, noch nutzbare Daten haben, die aber wirklich anonymisiert sind und die dann auch wieder zum Beispiel veröffentlicht werden dürfen. Das sind Sachen, die wir da einsetzen können. Für die Mediendaten, die ich nutze, ist das Persönlichkeitsschutz normalerweise kein Thema. Die Sachen sind öffentlich im Internet. Das heißt, da ist klar, dass die Zustimmung grundsätzlich dafür da ist. Wobei wir auch da aufpassen müssen. Wir können im Prinzip heutzutage Auswertungen machen auf Leuten, die diesen Auswertungen nie zugestimmt haben und auch sich nicht vorstellen konnten zu dem Zeitpunkt, als sie einer Veröffentlichung ihres Fernsehbeitrags zugestimmt haben, was wir alles heute damit anstellen könnten. Also da gibt es ethische und auch rechtliche Fragestellungen, die sind zum Teil wirklich ungeklärt. Und dann gibt es eben das Problem mit Urheberrecht, wo wir in Deutschland sehr stark beschränkt sind und in den USA und Großbritannien da größere Freiheiten in der Wissenschaft gibt diesbezüglich. Also dass zum Beispiel Aufnahmen von allem, was im weitesten Sinne TV-News ist. In den USA kann ich das machen. Da kann ich Talkshows aufnehmen und kann sie als Archiv einlagern und kann sie dann auch anderen Forschern zur Verfügung stellen, zum Teil schon voranalysiert. Da bin ich in einer Community engagiert, die genau solche Sachen macht. Aber diese Daten, die darf ich nicht von Deutschland aus zur Verfügung stellen. Also von der FAU aus wäre das ein Urheberrechtsproblem. Das heißt, selbst wenn ich an diesen Daten arbeite, werden die wieder ins amerikanische Archiv eingespeist und dort dann zur Verfügung gestellt. Also Datenqualität ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wenn Sie keine sinnvollen Trainingsdaten für irgendein maschinelles Lernverfahren haben, dann werden Sie auch keine sinnvollen Ergebnisse damit erzielen können. Da hat sich natürlich in gewisser Weise viel geändert durch die Einführung der Transformer-Architektur mit den großen Sprachmodellen, weil eben ein Pre-Training ohne annotierte Daten schon relativ weit kommt, sodass man mit kleineren annotierten Datensätzen jetzt was erreichen kann. Viel mehr als früher mit großen Datensätzen, wo das Modell nur die großen Datensätze gesehen hat, die annotierten, sondern jetzt sieht das Modell erstmal, ich sag mal übertrieben gesagt, das liest einfach ohne Ende und so viel, wie wir in 200 Jahren oder noch viel mehr als Menschen überhaupt nur an Daten lesen würden. Und dann, ohne dass es jetzt schon auf Aufgaben trainiert ist, es findet da drin im Prinzip Muster und dann kann man mit relativ wenig Daten es auf spezielle Aufgaben trainieren. Das heißt, wir können jetzt zwar mit kleineren Datensätzen die Modelle schon trainieren, aber wir brauchen diese Datensätze und kleiner heißt immer noch, ich brauche, was weiß ich, 1000, 2000, 3000 Beispiele. Und das ist zum Beispiel gar nicht so leicht, die überhaupt erstmal zu finden, ohne diese Modelle schon. Das heißt, ich sage jetzt, ich habe einen Doktoranden, der hat sich eine spezielle Konstruktion jetzt angeschaut, wie die funktioniert. Das war I'm this close to doing that, wo dann so eine Art von Geste, aber die kann die kann irgendwie daherkommen. Wie finden wir die? Und da haben wir keine guten annotierten Daten gehabt. Wir haben sozusagen generell annotierte Daten und müssen dann eben diese Frage stellen, wie wo ist der Finger, wo sind im Verhältnis diese Finger und können dann versuchen, da eine sinnvolle Lösung zu kriegen. Aber langfristig wäre es natürlich ideal, dass man dem Computer vor der Webcam sagt, so ungefähr soll es ausschauen und der dann sagt,
dann schaue ich mal nach ähnlichen Sachen. Aber wir sind noch nicht ganz da, dass wir das so nutzen können. Ansonsten ist es so, dass die Datenqualität tatsächlich auch durch die Modelle verbessert werden kann. Das sehen wir vor allem zum Beispiel bei deutschen Videoaufnahmen aus dem deutschen Fernsehen, Talkshows, Anne Will oder sowas in der Art. Da gibt es Untertitel und diese Untertitel für unsere englischen Aufnahmen sind ziemlich nah an dem, was gesprochen wird. Mit Einschränkungen, da gibt es immer schon Unterschiede, ja, aber das geht halbwegs gut. Die deutschen Untertitel sind meilenweit weg. Die sind im Prinzip Zusammenfassungen dessen, was gesagt wird und nicht Transkripte dessen, was gesagt wird. Also hier werden nicht die gesprochenen Wörter aufgeschrieben. Und das ist ein Problem in der Analyse. Das heißt, die Datenqualität ist hier ziemlich schlecht. Die können wir aber auch wieder mit KI verbessern. Das heißt, wir können jetzt hier mit einem Spracherkenner rangehen, zum Beispiel von OpenAI, Whisper, das ist das, was wir auch hier an der FAU einsetzen, um die Vorlesungsvideos und solche Sachen zu untertiteln. Mit sowas können wir jetzt rangehen, können sagen, wir schmeißen die Untertitel, die die ARD oder das ZDF da sendet, weg und machen unsere eigenen. Und dann können wir die Daten wieder besser durchsuchen und können herausfinden, wo sagt die Person denn dieses oder jenes Wort, was mich jetzt besonders interessiert. Wo sagt sie denn this close to? Oder deutsche Äquivalente. Ich bin so nah dran, zum Beispiel. Und da KI also kann wirklich dazu beitragen, die Datenqualität massiv zu verbessern. ChatGPT oder Llama oder wie sie alle heißen, sind extrem gut in der Texterkennung. Das heißt, dadurch, dass die so ein starkes Textmodell haben, sind die sehr stark darin, Texte aus Bildern rauszuziehen. Viel besser als viele OCR-Lösungen, also Texterkennungslösungen, die wir bislang hatten. Besonders bei schlecht qualitativen und komplexen Seitenstrukturen und solchen Sachen. Also man gibt eine Zeitungsseite und sagt, ich will den Artikel links unten. Solche Sachen können die zum Teil machen. Und die Qualität ist sehr gut mit gewissen Einschränkungen. Man muss wissen, dass diese Modelle dann, weil sie eben so viel Wissen über Sprache mitbringen, dazu neigen, das in Richtung Standardsprache zu ziehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel an Aussprachefehlern interessiert ist oder an Tippfehlern oder sowas, die werden alle rausgelöscht. Das heißt, wenn ich die Datenextraktion mit solchen großen Sprachmodellen mache, dann werde ich große Schwierigkeiten haben, sowas. Und das kann ich dann nicht untersuchen. Dessen muss man sich bewusst sein. Es sind also gewisse Einschränkungen da, aber für ganz viele Fragestellungen kann ich tatsächlich die Datenqualität schon mal massiv verbessern, indem ich KI erstmal dafür einsetze und dann im nächsten Schritt kann ich wiederum entsprechende Strukturen aus den Daten extrahieren. Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren werden sich die Chatbots so weit verbessern, dass wir an vielen Fällen nicht in der Lage sein werden, generierten Text von menschlichem Text selbst auf relativ hohem Niveau zu unterscheiden. Und damit heißt es, dass wir vor allem unsere Prüfungsformeln anpassen müssen, denn Textgenerierung ist dann etwas, was nur irgendwie eine halbe Stunde entfernt ist. Und das ist nicht unser Ziel, sondern wir müssen davon ausgehen, dass diese Art von Arbeit vielleicht in Zukunft grundsätzlich mehr von Modellen erreicht wird, auch wenn wir das nicht wollen. Ich komme aus den Sprach- und Literaturwissenschaften. Das heißt, wir haben uns definiert als Sprache ist etwas zutiefst Menschliches. Und unser Selbstverständnis diesbezüglich wird gerade da sehr erschüttert. Und wir sehen das auch dahingehend, dass es einen Haufen Sprachwissenschaftler gibt, die die Modelle abtun und sagen, ja, dumme Papageien. Und zu einem gewissen Grad stimmt das. Aber im Sinne von Textüberarbeitung, Textgenerierung auf Basis von sinnvollem Input und so weiter, sind die schon sehr gut. Ne? Und sie werden dazu noch so viel besser, dass also die Anpassung unserer Prüfungsformen eine vordringliche Aufgabe wird, wenn wir nicht im Prinzip Betrug Tür und Tor öffnen wollen. Das ist eine der Sachen, die ich sehe. Die andere ist, dass ich glaube, dass wir in die Lage versetzt werden, Modelle relativ einfach fein zu tunen. Das heißt, auf unsere Inhalte anzupassen oder entsprechende Daten zur Verfügung stellen. Das Stichwort heißt da Retrieval Augmented Generation. Das heißt, dass der Chatbot
zwar grundsätzlich auf den sprachlichen Daten trainiert ist, aber die Inhalte aus einer Art Datenbasis, Datenbank zieht und dann schaut, welche passen am besten und die dann mit einbaut. Da ist es so, dass wir gucken müssen, dass wir auch entsprechende Services an der Hochschule anbieten können, dass wir den Lehrenden ermöglichen, auf ihren Unterricht speziell eingestellte Modelle einsetzen zu können. Und ich glaube, dass da im Moment auch einiges passiert. Und da, denke ich, werden wir als Hochschule auch wirklich in Infrastruktur investieren müssen und in Support, dass wir wirklich in der Lage sind zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen Stud-On-Ordner, liebes Tool, lies mal alles, was in dem Stud-On-Ordner drin ist und dann möchte ich dazu Fragen stellen können. Und das den Studierenden auch zur Verfügung stellen, dass man sagt, okay, wenn die Studierenden jetzt noch eine Frage haben, sollen sie nachfragen können. Und das, glaube ich, ist was wir können. Und das ist also technisch gesehen, ist das kein Hexenwerk. Es ist Arbeit. Ne? Aber es ist technisch gesehen schon jetzt meines Erachtens möglich. Unser Problem ist, dass die entsprechende Infrastruktur und diese Arbeit gemacht werden muss und wir müssen Leute dafür bezahlen, die das machen. Grundsätzlich halte ich zu strikte Reglementierungen immer für ein Problem. Dahingehend, dass wir davon ausgehen, dass wir KI auch als Thema, auch als Werkzeug für unsere eigenen Prüfungen, für bestimmte Kurse einsetzen wollen. Aber was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wir KI-generierte Hausarbeiten kriegen und die kriegen wir. Da sind Sachen drin, da sieht man auf 3 Kilometer, dass die von ChatGPT kommen. Die Studenten anscheinend nicht. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das wollen wir nicht. Also unser Ziel muss, denke ich, sein, dass wir hier KI-Nutzung, die im Prinzip das Gleiche macht wie Plagiat. Also ich würde da die Analogie zu den Plagiatsachen sehen. Ob ich jetzt sage, ich habe mir die Arbeit aus dem Internet gezogen oder Teile der Arbeit irgendwo rauskopiert von hausarbeiten.de oder ich habe eine KI, die vorher hausarbeiten.de gelesen hat, das schreiben lassen, ist für mich kein wesentlicher Unterschied. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass solche Sachen die gleiche Art von, ich sag mal, Vergehen sind und genau gleich sanktioniert werden müssen. Das heißt, wir müssen grundsätzlich sagen, Verwendung von nicht zugelassenen Hilfsmitteln, und das sind eben zum Beispiel KI, Textgenerierung von größeren Sachen, muss sanktioniert werden. Gleichzeitig ist es so, dass bei allem, wo wir nicht die Sprache bewerten, ich zum Beispiel überhaupt kein Problem habe, wenn die KI Writing Assistants oder sowas einsetzen, wo man sagt, okay, schau nochmal durch, sind da sprachliche Fehler drin? Kann ich das irgendwie anders machen? Das kann ChatGPT sein, da gibt's Grammarly oder keine Ahnung was für Tools. Das ist etwas, wo ich sage, das ist Teil in Zukunft unseres persönlichen Jobs. Das ist dann natürlich ein Problem, wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, zukünftige Englischlehrer, und das ist unsere Ausbildung, die wir haben, die sollen auch in der Lage sein, ohne KI gut Englisch zu sprechen und zu schreiben, und das müssen wir auch prüfen können. Aber das ist dann wieder eher Sprachkompetenzseite sozusagen, und da bauen wir dann die entsprechenden Klausuren. Die Staatsexamensklausuren sind diesbezüglich sehr gut und wichtig. Und ein weiterer Grund für mich, warum wir das Staatsexamen auch diesbezüglich auf keinen Fall aufgeben sollten, weil wir eben da nochmal unter Prüfungsbedingungen Leute wirklich testen können und nicht testen, wie gut sie ChatGPT bedienen können, was eben für Lehrkräfte eine wichtige Kompetenz ist. Ja, Policy hat natürlich eine ganze Reihe von Aspekten noch. Regeln, wie man mit Daten umgeht, wie man mit dem Einsatz in der Forschung umgeht und solche Sachen, da auch wenig reglementieren sollte. Zusätzlich, die gesetzlichen Regelungen sind in Deutschland schon relativ strikt. Da müssen wir uns nicht zusätzlich noch beschneiden in dem, was wir machen können und dürfen. Immer nur dann, wenn eben wirklich Persönlichkeitsrechte und solche Sachen verletzt werden. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist aber im Prinzip schon durch die gesetzlichen Regelungen abgedeckt.
Also das müssen wir nicht nochmal regeln. Da ist es wichtiger, Awareness zu schaffen. Das passiert ja auch bei dem Hawkey-Zugang zum Beispiel, wo jeder, der den nutzt, sehr genau gesagt kriegt, was er alles damit nicht machen darf. Das halte ich für wichtig. Ist aber im Prinzip keine Sache für eine Policy. Die Strategie grundsätzlich, wo wir hinwollen in unserer KI-Forschung und so weiter, das muss generell aus der Wissenschaft kommen. Das wäre jetzt nichts, was ich denke, dass die Uni regeln sollte, denn sobald sie es regelt, wird es zu starr. Das Feld ist zu schnell. Also wir müssen klare Regeln für den Einsatz von KI an den Stellen schaffen, wo wir sicherstellen wollen, dass wir Fertigkeiten der Studierenden prüfen und nicht Fertigkeiten der KI. Aber jenseits von dem bin ich gar kein so großer Freund von Regelungen. Ich denke, die wesentlichen Kompetenzen, die wir den Leuten beibringen müssen, ist natürlich erstmal eine Nutzung von den Tools für Aufgaben, die sie gut können und nicht für Aufgaben, die sie schlecht können. Also das heißt, sie nach Fakten zu fragen, ist unter Umständen nicht so clever. Sie dazu zu bringen, Texte zu überarbeiten in irgendeiner Art und Weise oder zusammenzufassen, ist sehr clever. Also das heißt, die Identifikation von Sachen, die die Modelle gut können und die Sachen, die sie nicht gut können, das Verständnis dafür zu schärfen, das halte ich für ein ganz wesentliches Lernziel und das brauchen wir sowohl bei den Studierenden als auch bei den Dozierenden. Weiterhin ein grundsätzliches Verständnis jetzt jenseits von Chatbots darüber, was Computer können, was KI kann und was es nicht gut kann, was überhaupt keine KI ist vielleicht auch. Diese Sachen, das ist die größere Schwierigkeit und was ich da oft beobachtet habe, ist vor allem ein grundsätzliches Problem in der Kommunikation zwischen Informatikern auf der einen Seite und Geisteswissenschaftlern auf der anderen. Ich bin also auch im interdisziplinären Zentrum für digitale Geistes- und Sozialwissenschaften unterwegs gewesen. Da habe ich das auch manchmal gesehen, dass die Leute keine gemeinsame Sprache sprechen. Das ist etwas, was mir persönlich am Herzen liegt, dass man es schafft, zumindest so viel der Sprache des anderen zu verstehen, dass man miteinander reden kann. Und das klappt nur im Dialog. Also da tut man sich anders unheimlich schwer. Das heißt, wir müssen da tatsächlich reingehen und es ist anstrengend. Es kann wirklich sehr anstrengend sein, mit jemandem zu reden, der nicht versteht, was man ihm sagen will. Und auch nicht in diesen Kategorien denkt. Das ist meistens das Problem. Und trotzdem müssen wir dahin. Das sind Kulturtechniken, die sich jeder aneignen muss. So ist es so, dass wir zumindest dann immer, wenn wir irgendwie in einer empirischen Wissenschaft unterwegs sind, wo wir sagen, wir analysieren Sachen, wir analysieren Daten, wir analysieren Texte und so weiter, wo wir eine gewisse Offenheit und ein gewisses Verständnis für diese maschinellen Verfahren entwickeln müssen. Nur dann sind wir in der Lage, überhaupt einzuschätzen, wo sie uns in unserer wissenschaftlichen Forschung unterstützen können. Und das ist eine große Herausforderung und da wird wahrscheinlich auch eben durch entsprechende Supportangebote der FAU, die wir dazu brauchen und wo ich hoffe, dass sie eingerichtet und auch entsprechend gut personell ausgestattet werden, dann die Möglichkeit bestehen. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee für ein Forschungsprojekt, dazu müsste ich dieses und jenes machen und da bräuchte ich aber, um die Menge von Daten für sinnvolle Aussagen nutzen zu können, wirklich jemanden, der sich auskennt und die mir sagen kann, das kann ich mit der Maschine machen oder das kann ich nicht mit der Maschine machen. Solche Leute brauchen wir im Prinzip, die den Fachwissenschaftlern da für sie verständliche Rückmeldung geben können und sie anleiten können, solche Sachen dann auch zu machen. Und da heißt nicht, dass die Fachwissenschaftler jetzt selber programmieren oder sowas, aber allein, dass sie in die Lage versetzt werden, mit dem Programmierer zu reden und dem zu erklären, was eigentlich gefordert ist, ist eine oft unterschätzte Herausforderung.